Wenn du gerade dein erstes NAS ausgepackt hast und keine Ahnung hast, wo du anfangen sollst, keine Panik. Genau dafür gibt's diese Serie. Wir starten ganz am Anfang und von Video zu Video wird's tiefer. Bei der Software sind die Ugreen NAS mehr oder weniger alle gleich, doch bei der Hardware unterscheiden sich die Geräte natürlich. Hier haben wir eine DXP 6800 Pro mit 6 Festplattenschächten, einem Intel Core i5, dazu 2 M2 NVMe Slots für den Cache und 2 10 Gigabit Ports. Das war bisher das Wichtigste und dazu später mehr. Damit wir unsere Festplatten einbauen können, drücken wir einmal unten hinauf und ziehen den Schacht heraus. Mit der Festplatte der gewünschten Größe bauen wir diese nun in den Käfig ein. Auf dessen Rückseite befindet sich ein kleiner Knopf oder Hebel, den drücken wir und ziehen den Käfig auseinander, damit dieser breiter wird und wir die Festplatte einlegen können. Unten und oben befinden sich jeweils 2 Vibrationsdämpfer, die aber auch zur Arretierung der Festplatte dienen. Denn die Festplatten haben auf der Seite jeweils 2 Gewindeeinsätze und diese legen wir dann genau auf die Zapfen. Wenn man will, dass es funktioniert, sollten die Anschlüsse natürlich nach vorne zeigen und die Platine nach unten. Und wir achten, wie vorhin schon erwähnt, darauf, dass diese Gummizapfen in die Löcher von den Gewindeeinsätzen treffen. Natürlich brauchen wir hier keinerlei Kraftaufwand, einfach nur rechts gut einfädeln, schauen, ob alles sitzt oder ob wir einen Spalt haben. Und wenn das passt, dann können wir den Schieber, den wir vorhin rausgezogen haben, einfach reindrücken und somit sind die anderen Nupsis auch auf ihrem Platz und die Festplatte wird festgehalten. Und haben wir dann alle Festplattenkäfige, die wir benötigen, bestückt, können wir diese wieder zurück ins NAS einsetzen. Die Festplatte sollte so herum orientiert sein, dass die Anschlüsse dann nach unten zeigen, dann ist alles korrekt und wir schieben die Platte ganz einfach wieder zurück hinein. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr den Hebel geöffnet oder geschlossen habt, die Festplatte kann trotzdem ganz normal hineingeschoben werden. Bei voller Bestückung ist das NAS deutlich schwerer als vorher. Auf der Rückseite haben wir unseren HDMI 2.1, sodass wir das NAS als eigenständigen Media Player verwenden können oder auch um auf die Benutzeroberfläche von Jugos zuzugreifen, ohne dass wir am Netzwerk angeschlossen sein müssen. Dann gibt es noch diverse USB sowie 2x10 Gigabit und den Reset-Knopf, über den wir später noch reden, und natürlich die Stromzufuhr. Die hinteren 2 Lüfter sorgen nicht nur für die Kühlung des Systems, nein, sie saugen auch Staub an. Deswegen gibt es hier einen magnetischen Staubfilter davor. Dieser kann einfach abgemacht, gereinigt und wieder drauf gemacht werden. Somit haben wir bisher noch nicht eine Schraube gelöst. Der Blick nach innen zeigt uns unsere Festplattenanschlüsse. Vorne sehen wir dann unseren Startknopf, unsere Start- und Leuchten für die Netzwerkverbindung sowie die Festplatten, unseren SD-Kartenleser, die 2 Thunderbolt-Anschlüsse und nochmal einen USB 3.0. Und unterhalb haben wir unsere Klappe, die mit 2 Schrauben gesichert ist. Wenn wir diese öffnen, haben wir dann den Zugang zu unserem RAM. Einfach die 2 Halter auf die Seite drücken und er kann rausgezogen werden. Dazu legt ihr das NAS am besten auf den Kopf und nicht stehend, so wie bei mir. Wenn der neue RAM den Spezifikationen entspricht, einfach hineinschieben schräg und reindrücken, bis es klipst. Und mit dem zweiten Slot können wir bei diesem NAS auf bis zu 64 GB aufstocken. Und einmal senkrecht und waagrecht sehen wir unsere SSD-Steckplätze. Diese 2 können als schnellen Speicherpool verwendet werden oder auch als Lese- oder Schreibcache. Hier habe ich schon eine drinnen. Wer zum ersten Mal eine SSD einsetzt, der wird sehen, dass die so leicht herausspickt oder federt. Das ist ganz normal. Sie muss beim Einfügen einfach leicht schräg angesetzt werden und kann dann hinuntergedrückt werden. Das beschädigt gar nichts und ist Standard bei diesen Modulen. Und die Schraube nicht mit Gewalt anziehen, sondern mit Gefühl, denn nach fest kommt bekanntlich ab. Soweit sind wir eigentlich fertig, fehlt uns nur noch die Verbindung zu unserem Netzwerk. Hier haben wir den LAN-Port 1 und dort stecken wir das mitgelieferte Kabel ein. Das andere Ende natürlich in unseren Router und das mitgelieferte Kaltgerätekabel stecken wir auch noch an. Somit ist nun wirklich alles startbereit. Um die Maschine zu starten, drücken wir einmal auf den Startknopf und dann müssen wir kurz warten, 1 bis 3 Minuten, bis der Prozess des Hochfahrens beendet wurde. Und damit wir wissen, wann wir mit der Einrichtung anfangen können, gibt es hier einen Signalton. Das war unser Zeichen und
wir können endlich mit der Einrichtung beginnen. Jetzt gibt es zwei Wege, wie du auf dein NAS zugreifen kannst. Weg 1, du gehst im Browser auf findugnas.com. Dann sollte Ugreen dein NAS automatisch im Netzwerk erkennen und anzeigen. Und über den Button Verbinden können wir uns dann direkt zur NAS-Oberfläche weiterleiten lassen. Es kann auch sein, dass wegen dem Browser oder anderen Umständen dein NAS nicht wie hier angezeigt wird, sondern du eine Fehlermeldung bekommst und nichts gefunden wird. Dann kannst du immer noch den Weg 2 einschlagen, indem du auf den Link hier klickst. Dann besteht die Möglichkeit, verschiedene Apps für Plattformen herunterzuladen, Windows oder auch über Smartphone. Ich wähle hier den Windows-Client aus, damit sich so direkt weitermachen lässt. Von der Einrichtung her spielt es keine Rolle, da es überall gleich ist. Nach dem Installieren und Starten können wir hier auf Neues Gerät registrieren drücken und dort sollte auch unser Gerät zu finden sein. Sollte es doch Probleme geben, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich helfe euch gerne und Abo nicht vergessen. Dann auf Registrieren drücken und der Einrichtungsprozess beginnt. Hier können wir unserem Gerät zuerst mal einen Namen geben. Ich belasse es so, ich mache nur das BF38 vorne weg. Dann noch die Nutzungsvereinbarung lesen und zustimmen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch zur Verbesserung beitragen. Dann müssen wir unseren ersten User erstellen. Hier einfach euren Kontonamen, den ihr gerne haben möchtet. Dann ein starkes Passwort. Und wie wir alle wissen, ein starkes Passwort beinhaltet Großschreibung, Kleinschreibung, Sonderzeichen und Zahlen natürlich. Und kein Admin bitte. Gehen auf Weiter. Wer sich gerne per SMS benachrichtigen lassen möchte, wenn Fehler auftreten, kann dies hier gerne tun. Ich klicke aber hier auf Überspringen, denn die zwei oben genannten Sachen sind anders auch möglich. Der Hinweis wird bestätigt. Dann gibt es 3 verschiedene Aktualisierungsmethoden. Einmal, dass nur die wichtigen aktualisiert werden oder dass alles immer aktualisiert wird oder dass wir uns benachrichtigen lassen, falls etwas verfügbar ist. Ich lasse es hier auf Empfohlen und initialisiere. Während des Initialisierungsprozesses bleibt für uns nichts zu tun, außer zu warten, denn dieser dauert ein paar Minuten. Somit springen wir gleich weiter. Und bevor wir uns nun in die Benutzeroberfläche vertiefen können, wer jetzt gedacht, Windows Sicherheit kommt auch noch mit ins Spiel. ThinkSpace ist die Hintergrundengine von Yugus. Sie steckt hinter allem, was mit Synchronisation und Backup zu tun hat und sorgt dafür, dass deine Daten sauber zwischen PC und NAS abgeglichen werden. Standardmäßig ist es schon auf private Netzwerke gestellt, somit können wir es einfach zulassen. Und nun endlich willkommen auf deiner Ugreen NAS Benutzeroberfläche. Im nächsten Video schauen wir uns dann die gesamte Benutzeroberfläche an und werden auch unsere ersten Speicherpools erstellen. Wenn euch das Video bis hierhin schon geholfen hat, dann gebt dem gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.